Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Wir haben uns die DeLonghi Prima Donna Soul gekauft, den Testsieger 2021 der Stiftung Warentest. Was der Vollautomat alles drauf hat, erfahrt ihr jetzt im Video. Die Prima Donna Soul bereitet euch 14 verschiedene Getränke auf Knopfdruck zu. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, eine ganze Kanne Kaffee auf einmal zu beziehen. Ihr könnt den Vollautomaten entweder über den großen Touchbildschirm bedienen oder ihn bequem per App steuern. Da es die Prima Donna Soul in verschiedenen Ausführungen gibt, haben wir euch genau dieses Modell hier in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zu unserer Website coffee-tasters.de. Hier erfahrt ihr, wie die Prima Donna Soul im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Aber genug gequatscht, jetzt geht's erstmal los. Als erstes schauen wir uns die Handhabung an, bevor wir euch dann die Getränke zeigen. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gern mit einem Like. Wir starten direkt bei einem Highlight, dem Latte Crema Milchsystem. Wie bei allen DeLonghi Geräten ist auch hier das Milchsystem im Milchbehälter integriert. Das ist besonders praktisch beim Reinigen, wie ihr später noch sehen werdet. Der Milchbehälter ist aus einem robusten Kunststoff gefertigt und ordentlich groß. Es passen gut 700 ml Milch in den Tank, mit denen ihr 6 bis 8 Getränke zubereiten könnt. Ideal für Familien oder wenn ihr Besuch bekommt. Den Milchbehälter klickt ihr vorne am Vollautomaten ein. Über diese Klappe könnt ihr jederzeit Milch nachfüllen, falls sie während des Bezugs mal knapp werden sollte. Die Konsistenz könnt ihr über einen Regler am Milchbehälter selbst einstellen und bekommt dann cremigen oder etwas festeren Milchschaum. Das Bohnenfach befindet sich oben auf dem Vollautomaten. Es ist wie immer bei DeLonghi rundum abgedunkelt und durch eine umlaufende Gummidichtung luftdicht verschlossen. Beides ist wichtig, um das Aroma eurer Bohnen zu schützen. Das macht auf jeden Fall Sinn, da das Bohnenfach auch recht groß ist. Hier passen bis zu 500 Gramm Bohnen hinein, die für ungefähr 50 Getränke reichen. Das ist fast doppelt so viel wie bei anderen Vollautomaten. Ihr müsst also nur selten Kaffeebohnen nachfüllen. Den Wassertank hier auf der rechten Seite könnt ihr einfach nach vorne herausziehen. Das ist besonders praktisch unter Hängeschränken. Genau wie das Bohnenfach ist auch der Wassertank ziemlich groß, denn es passen bis zu 2,2 Liter hinein, die für bis zu 20 Getränke reichen. Damit ist die Prima Donna Soul auch für große Familien bestens geeignet. Und dank der extra breiten Öffnung könnt ihr den Tank auch gut unterm Wasserhahn auffüllen. Den Kaffeeauslass könnt ihr von 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen, genau wie den Milchauslass. Damit sind auch große Latte Macchiato Gläser kein Problem. Über die beiden Kaffeeauslässe lassen sich auch 2 Tassen gleichzeitig beziehen, allerdings geht das nur beim Espresso. Und das auch nicht so wirklich, denn der Vollautomat führt leider keinen zweiten Mahlvorgang durch. Getränke mit Milchschaum könnt ihr auch nur einzeln beziehen, denn der Vollautomat hat nur einen Milchauslass. Ihr seht, der Doppelbezug ist schon mal keine Stärke von DeLonghi. Dafür geht die Zubereitung der Getränke relativ schnell. Nach dem Einschalten ist der Vollautomat in nur 45 Sekunden betriebsbereit. Für eine Tasse Kaffee benötigt er ungefähr eine Minute. Für einen Cappuccino rund 70 Sekunden und für unser großes Latte Macchiato Glas etwa 100 Sekunden. Ihr bedient den Vollautomaten über einen großen Touchbildschirm. Das Display ist leicht schräg, damit ihr es auch von oben gut lesen könnt. Auf dem Bildschirm werden euch alle Getränke als Bilder angezeigt. Je häufiger ihr ein Getränk bezieht, desto weiter vorne wird es euch auch angezeigt. Wollt ihr ein Getränk zubereiten, müsst ihr es einfach nur antippen. Über das Pluszeichen könnt ihr vorher noch ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Getränkemenge oder das Aroma anpassen. Die Einstellungen zeigen wir euch aber später noch im Detail. Die Menüführung ist insgesamt leicht verständlich und der Vollautomat lässt sich intuitiv bedienen. Fehlermeldungen werden euch immer angezeigt, zum Beispiel wenn der Wassertank leer ist. Das Touchdisplay reagiert immer sehr zuverlässig, selbst mit nassen Fingern. Kommen wir als nächstes zu den Getränken. Wie ihr bereits wisst, verwenden wir für unsere Tests immer die gleichen Kaffeebohnen mit 60% Arabica und 40% Robusta-Anteil.
Außerdem nehmen wir immer gekühlte Biomilch mit 3,8% Fettgehalt, denn die gibt den besten Geschmack. Falls ihr pflanzliche Alternativen nehmt, achtet bitte darauf, dass der Eiweißgehalt zwischen 3,2 und 3,8% liegt, dann erhaltet ihr nämlich eine schöne Milchschaumhaube. Als erstes schauen wir uns den Espresso an. Der ist besonders wichtig, da er die Grundlage für Cappuccino und Latte Macchiato bildet. Im Temperaturcheck erreichen wir 68 Grad. Das ist perfekt. Die Crema ist haselnussbraun und dicht geschlossen. Im Geschmack ist der Espresso vollmundig und intensiv. Die Bitterstoffe und Aromen sind gut ausgewogen. Neben Espresso habt ihr noch den Espresso Doppio. Das ist ein doppelter Espresso, der mit etwas mehr Kaffeepulver zubereitet wird. Perfekt für alle, die den extra Koffeinkick brauchen. Vielen von euch ist der normale Kaffee sehr wichtig, wobei der ja auch immer eine Herausforderung für Vollautomaten ist. Hier wird nämlich das gesamte Wasser unter hohem Druck durch den Kaffeepuck gepresst. Je länger dieser Vorgang dauert, desto bitterer wird euer Kaffee. Daher empfehlen wir bei Vollautomaten keine großen Mengen Kaffee, sondern maximal 150 ml pro Kaffeepuck zu beziehen. Mit 73 Grad hat der Kaffee die optimale Temperatur und auch eine schöne dichte Crema. Da wir 180 ml Kaffee bezogen haben, war der Geschmack allerdings leicht bitter. Eine bessere Alternative zum Kaffee ist daher der Long. Dieser wird mit dem sogenannten Schwallbrühverfahren zubereitet. Dabei wird das Wasser nicht konstant, sondern in kurzen Schüben und mit niedrigem Druck durch den Kaffeepuck gepresst. Nach der Hälfte der Zubereitung verwendet der Vollautomat einen zweiten Kaffeepuck für euer Getränk. Beides trägt dazu bei, dass das Kaffeepulver nicht überextrahiert wird und dadurch gelangen weniger Bitterstoffe in euren Kaffee. Im direkten Vergleich war der Long aromatischer und weniger bitter als der normale Kaffee. Diese Zubereitungsmethode kennen wir übrigens nur von DeLonghi Vollautomaten. Wer also gerne normalen Kaffee trinkt, für den ist der Long definitiv eine gute Wahl. Für den Long benötigt der Vollautomat etwas länger als für den normalen Kaffee. Nach knapp 2 Minuten ist er dann fertig. Die Temperatur ist mit 79 Grad perfekt. Eine weitere Alternative ist der Americano. Hier wird erst ein Espresso bezogen, der anschließend mit heißem Wasser verlängert wird. Dadurch bekommt der Americano die Intensität eines normalen Kaffees. Da das Kaffeepulver nur kurz extrahiert wird, gelangen viele Aromen, aber wenige Bitterstoffe in eure Tasse. Uns schmeckte der Americano sogar am besten, aber das ist natürlich Geschmackssache. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil, den Milchschaumgetränken. Absoluter Klassiker ist natürlich der Cappuccino. Der Vollautomat schäumt zunächst die Milch auf und gibt anschließend noch einen Espresso dazu. Der Cappuccino überzeugt geschmacklich mit einem runden Gesamtbild. Die Süße der Milch und die Aromen des Espressos sind gut ausbalanciert. Mit 70 Grad ist der Cappuccino ordentlich heiß. Mit heißem Milchschaum hat DeLonghi übrigens nie Probleme. Der Milchschaum ist gleichmäßig fein und seidig glänzend. Es sind nur kleine Bläschen zu erkennen. In unserem Löffeltest bleibt der Schaum gut am Löffel haften und rutscht nicht herunter. Für unseren Geschmack könnte der Milchschaum allerdings noch etwas cremiger sein, damit sich die Milch und der Espresso noch besser verbinden. Hier würden wir die Milchschaumkonsistenz auf Stufe 2 statt die empfohlene Stufe 3 stellen. Neben normalem Cappuccino gibt es auch noch den Cappuccino Mix. Das ist ein Cappuccino in originaler Reihenfolge. Hier kommt zuerst der Espresso ins Glas und anschließend der Milchschaum. Das führt dazu, dass sich Espresso und Milch bereits während der Zubereitung vermischen und ihr dadurch eine braune Milchschaumhaube erhaltet. Optisch unterscheiden sich die beiden Cappuccino-Varianten, aber das Verhältnis von Milch und Espresso ist bei beiden gleich. Außerdem habt ihr noch einen Cappuccino Plus. Das ist ein extra intensiver Cappuccino mit einem Doppio, also einem doppelten Espresso. Ein weiterer Klassiker ist der Latte Macchiato.
Hier haben wir übrigens die Getränkemenge auf unser großes Glas abgestimmt. Wie das funktioniert, erklären wir euch gleich bei den Einstellmöglichkeiten. Schon während der Zubereitung sind die typischen 3 Schichten zu erkennen. Oben der Schaum, in der Mitte der Espresso und ganz unten die heiße Milch. Beim Latte Macchiato erwarten wir übrigens mindestens 63 Grad. Mit 70 Grad ist der Latte Macchiato also ordentlich heiß. Der Milchschaum ist wieder gleichmäßig fein und super in der Konsistenz, genau wie es bei einem Latte Macchiato sein muss. Die Prima Donna Soul bietet euch noch viele weitere Getränke. Dazu zählt zum Beispiel auch der Flat White. Dieser besteht aus einem doppelten Ristretto, also 2 kurzen Espressi, die mit der doppelten Menge Milch gemischt werden. Außerdem habt ihr noch einen Kaffee Latte. Hier werden 200 ml heiße Milch mit einem Espresso vermischt. Wenn ihr eine kleine Milchschaumhaube möchtet, dann empfehlen wir euch, die Milchschaumkonsistenz auf mittlere Stufe zu stellen. Dann gibt es noch den Cortado, eine spanische Kaffeespezialität, bei der ein Espresso mit der gleichen Menge Milchschaum verlängert wird. Hier empfiehlt es sich, eine kleine Tasse zu nehmen. Dann gibt es noch den Espresso Macchiato. Das ist ein Espresso mit einer kleinen Milchschaumhaube. Insgesamt bietet euch die Prima Donna Soul 14 verschiedene Kaffeespezialitäten. Zusätzlich habt ihr noch eine Taste für heiße Milch, zum Beispiel für Kakao, eine Taste für heißes Wasser und eine Teefunktion. Hier wird das Wasser um die 75 Grad heiß, optimal für grünen Tee. Außerdem habt ihr noch eine Kannenfunktion für Kaffee. So kommen wir auf insgesamt 18 Getränke, mit denen die Prima Donna Soul beworben wird. Wir waren am Anfang etwas skeptisch, aber die Kannenfunktion ist wirklich gut geeignet, wenn ihr eine ganze Kanne Kaffee auf einmal beziehen möchtet. Wir haben eine mittlere Kaffeestärke eingestellt und 5 Tassen mit jeweils 150 ml bezogen. Je Tasse wird ein neuer Kaffeepuck verwendet. Für 5 Tassen führt das Gerät also 5 Mahl- und Brühvorgänge durch. Insgesamt haben wir dann 750 ml Kaffee erhalten. Das ist die höchste Menge, die ihr als Kanne beziehen könnt. Die Zubereitung dauert übrigens 4,5 Minuten. Und die schöne Crema kann sich definitiv auf Familienfeiern sehen lassen. Mit über 77 Grad ist der Kaffee auch ordentlich heiß. Als nächstes zeigen wir euch jetzt die verschiedenen Einstellungen, mit denen ihr die Getränke eurem Geschmack anpassen könnt. Wenn euch unsere Tipps helfen, unterstützt uns gerne mit einem Like. Bei jedem Getränk könnt ihr die Kaffeestärke in 5 Stufen einstellen. Je höher die Stufe, desto mehr Kaffeepulver verwendet der Vollautomat. Wollt ihr bereits gemahlenes Kaffeepulver benutzen, gebt ihr einen Löffel in dieses Fach hier. Danach wählt ihr im Display das Fach für gemahlenes Kaffeepulver aus und startet den Bezug. Eine Besonderheit erwartet euch beim Mahlwerk, denn den Mahlgrad stellt ihr hier über das Display ein. Bei anderen Vollautomaten müsst ihr den meistens per Hand über einen Drehregler im Bohnenfach anpassen. Die elektrische Anpassung ist bequemer und auch praktischer, da euch der Vollautomat direkt Tipps für den optimalen Mahlgrad liefert. Insgesamt habt ihr beim Mahlgrad 7 Stufen zur Auswahl. Ab Werk ist Stufe 4 eingestellt. Wir sind aktuell auf Stufe 3. Je niedriger die Stufe, desto feiner wird das Kaffeepulver gemahlen. Wir empfehlen euch Stufe 2 für Espresso und alle Getränke, die mit Espresso zubereitet werden, also zum Beispiel Americano, Cappuccino und Latte Macchiato. Nur für Kaffee und Long empfehlen wir euch Stufe 4. Es macht übrigens keinen Sinn, beim Mahlgrad ständig hin und her zu wechseln, da es immer bis zu 5 Getränke dauert, bis sich der neue Mahlgrad im Getränk bemerkbar macht. Daher empfehlen wir euch Stufe 3, wenn ihr sowohl Espresso als auch Kaffee zubereiten wollt. Übrigens wird der Vollautomat mit der sogenannten Bean Adapt Funktion beworben. Die könnt ihr über die App benutzen. Hierbei wird die Bohnensorte und der Röstgrad eurer Kaffeebohnen abgefragt. Anschließend schlägt euch die App die optimale Brühtemperatur, Mahlwerkeinstellung und Aromastärke vor. Egal welchen Röstgrad wir auswählten, die Mahlgradeinstellung lag immer bei Mittel, also Stufe 4.
Wir haben allerdings mit den feineren Stufen 2 und 3 bessere Erfahrungen gemacht. Und auch Stiftung Warentest erzielte auf Malgrad Stufe 2 die besten Ergebnisse. Merkwürdig, dass die App ausschließlich Stufe 4 empfiehlt. Übrigens passt sich der Malgrad nicht automatisch über die App an, sondern muss immer am Display eingestellt werden. Einen richtigen Mehrwert bietet die Biene Depth-Funktion nicht wirklich. Dafür können andere Funktionen der App überzeugen, wie ihr jetzt gleich noch sehen werdet. Die Getränkemenge passt ihr für jedes Getränk in 4 Stufen an. Uns war anfangs nicht ganz klar, wie viel Milliliter wir auf welcher Stufe erhalten. Da mussten wir erst etwas rumprobieren. Auf Stufe 2 gibt der Vollautomat zum Beispiel einen 40 Milliliter Espresso aus und unser Cappuccino-Glas haben wir auf Stufe 3 voll bekommen. Wollt ihr die Getränke exakt eurer Tasse anpassen, empfiehlt es sich, die Mai-Funktion zu verwenden. Hier gibt der Vollautomat so lange Milchschaum aus, bis ihr auf Stopp drückt. Anschließend kommt automatisch der Espresso dazu. Sobald ihr mit der Menge zufrieden seid, drückt ihr erneut auf Stopp. Jetzt könnt ihr diese Menge speichern und beim nächsten Mal unter Mai beziehen. Über Reset könnt ihr sie auch wieder zurücksetzen und erneut programmieren. Alle Getränke könnt ihr außerdem über die DeLonghi App zubereiten. Hier lässt sich die Getränkemenge Milliliter genau einstellen. Beim Americano könnt ihr die Espresso- und Wassermenge separat anpassen. Zu jedem Getränk findet ihr außerdem eine Beschreibung, falls ihr mal nicht so genau wisst, wie das Getränk eigentlich zubereitet wird. Bei allen Milchschaumgetränken stellt ihr die Kaffee- und Milchmenge einzeln ein. Dadurch könnt ihr das Kaffee-Milch-Verhältnis verändern. Die Milchmenge wird immer in Sekunden angegeben, damit ist die Dauer des Milchaufschäums gemeint. Je mehr Sekunden ihr hier einstellt, desto mehr Milchschaum erhaltet ihr. Außerdem bekommt ihr bei jedem Getränk eine Empfehlung zur Milchschaumkonsistenz. Die könnt ihr dann direkt am Milchbehälter einstellen. Auf der kleinsten Stufe erhaltet ihr keinen Schaum, sondern nur heiße Milch. Auf der mittleren Stufe gibt es wenig und auf der höchsten Stufe viel Milchschaum. Die Kaffeetemperatur könnt ihr in 4 Stufen einstellen. Wir haben alle Getränke auf mittlerer Stufe bezogen. Das war auch vollkommen ausreichend. Stellt die Temperatur besser nicht zu hoch, denn sonst schmeckt euer Kaffee vielleicht ein bisschen verbrannt. Eure persönlichen Einstellungen könnt ihr in einem von insgesamt 3 Profilen speichern und Getränke mit den individuell gewünschten Einstellungen mit wenigen Klicks beziehen. Das macht besonders Sinn, wenn jedes Familienmitglied den Kaffee oder Cappuccino gerne anders trinkt. Auch in der App könnt ihr einzelne Profile aufrufen und sogar einen Namen vergeben. Zusätzlich könnt ihr eigene Getränkerezepte erstellen. Hier könnt ihr dann einstellen, wie viel Milchschaum und Kaffee ihr beziehen möchtet. Außerdem könnt ihr die Reihenfolge der Zutaten festlegen. Am Ende könnt ihr eurem Getränk noch einen Namen geben und ein Bild auswählen. Euer Rezept wird sowohl in der App als auch am Vollautomaten in eurem Profil gespeichert, wo ihr es dann auf Knopfdruck beziehen könnt. Obwohl der Vollautomat überwiegend aus Kunststoff besteht, hat er insgesamt eine überzeugende Qualität. Außerdem ist das Gerät laut Stiftung Warentest so gebaut, dass Fachleute es einfach reparieren können. Das Design der Primadonna Soul ist im Vergleich zur Dynamica-Reihe nochmal deutlich moderner. Vor allem der große Touchbildschirm ist ein echter Eyecatcher. Alle Einzelteile sind hochwertig verarbeitet und schließen passgenau mit dem Gehäuse ab. Das Abtropfgitter aus Edelstahl wird durch einen kaum sichtbaren Kunststoffeinsatz vor Kratzern geschützt. Auch die Brühgruppe macht einen soliden Eindruck. Die Kaffeepucks sind immer sauber gepresst. Das Scheibenmalwerk malt, wie ihr hier schön sehen könnt, auf Stufe 3 fein und gleichmäßig. Bei der Lautstärke haben wir im Schnitt 69 Dezibel gemessen. Damit liegt der Vollautomat im Vergleich zu anderen Geräten im Durchschnitt. Hier könnt ihr euch selbst mal einen Eindruck verschaffen.
Nach dem Bezug von Milchschaumgetränken solltet ihr das Milchsystem unbedingt reinigen. Dreht dazu den Regler am Milchbehälter auf Clean. Dann wird der Milchauslass gründlich mit heißem Wasser gespült. Danach könnt ihr den Milchbehälter im Kühlschrank aufbewahren. Nach spätestens 3 Tagen solltet ihr ihn gründlich reinigen. Dazu zerlegt ihr ihn in seine 7 Einzelteile, die ihr entweder per Hand reinigt oder noch besser in die obere Ablage eurer Spülmaschine legt. Sobald der Hinweis Kaffeesatzbehälter leeren im Display erscheint, müsst ihr diesen ausleeren. Dazu zieht ihr ihn einfach nach vorne heraus. Da der Behälter schön groß ist, passen bis zu 16 Kaffeepucks hinein. Unter dem Abtropfgitter befindet sich die Abtropfschale. Hier landet dann das Wasser der Spülvorgänge. Nachdem ihr beide Behälter geleert habt, könnt ihr sie abspülen oder in die Spülmaschine packen. Das Abtropfgitter und die Halterung des Kaffeesatzbehälters dürfen allerdings nicht in die Spülmaschine. Unter der magnetischen Abdeckung befindet sich der Kaffeeauslass. Den solltet ihr einmal im Monat reinigen. Ihr könnt ihn einfach in 2 Teile zerlegen und dann entweder per Hand reinigen oder ihn in die Spülmaschine legen. Den Schacht für gemahlenes Kaffeepulver könnt ihr einfach entnehmen und ebenfalls einmal im Monat in die Spülmaschine packen. Die Brühgruppe soll laut Anleitung einmal im Monat gereinigt werden. Für optimalen Geschmack würden wir sie einmal wöchentlich reinigen. Dazu schaltet ihr den Vollautomaten aus und öffnet die Serviceklappe hinter dem Wassertank. Jetzt könnt ihr die Brühgruppe entnehmen, indem ihr die beiden roten Entriegelungstasten gedrückt haltet. Ihr seht, es sind nur wenige Kaffeereste zu finden. Das sah bei manchen Vollautomaten ganz anders aus. Taucht die Brühgruppe 5 Minuten lang in klares Wasser und spült sie anschließend nochmal mit Wasser ab. Verwendet bitte auf keinen Fall Spülmittel. Danach lasst ihr sie vollständig an der Luft trocknen und setzt sie anschließend wieder ein. Der Vollautomat hat auch ein automatisches Entkalkungsprogramm. Ein Balken zeigt euch an, wann die nächste Entkalkung fällig ist. Das ist von eurer Wasserhärte abhängig und davon, ob ihr einen Wasserfilter benutzt. Eure Wasserhärte könnt ihr direkt am Gerät einstellen. Ein Teststreifen ist übrigens im Lieferumfang enthalten, genau wie eine Packung Entkalker und ein Wasserfilter. Die Primadonna Soul bereitet euch 14 verschiedene Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zu. Der Espresso hatte eine feine, dichte Crema und war intensiv und kräftig im Geschmack. Neben normalem Kaffee habt ihr noch den Long zur Auswahl. Durch das spezielle Schwallbrühverfahren schmeckt er intensiver und weniger bitter als der normale Kaffee. Auch beim Milchschaum konnte uns die Primadonna Soul überzeugen. Er ist sehr feinporig und seidig glänzend. Die Konsistenz könnt ihr über einen Regler am Milchbehälter selbst einstellen und bekommt dann cremigen oder etwas festeren Milchschaum. Die Getränkeauswahl lässt absolut keine Wünsche offen. Ihr habt wirklich eine ganze Menge zum Ausprobieren. Ein weiteres Highlight ist die Kannenfunktion für Kaffee, die sich viele von euch ja auch bei einem Vollautomaten wünschen. In unserem Test hatten übrigens alle Getränke die optimale Temperatur. Leider gibt es den Doppelbezug nur für Espresso. Alle weiteren Getränke können nur nacheinander bezogen werden. Dafür ist das Gerät aber schnell in der Zubereitung und einfach in der Handhabung. Bohnenfach und Wassertanks sind deutlich größer als bei anderen Vollautomaten. Auch der Kaffeesatzbehälter ist ziemlich groß. Daher eignet sich die Primadonna Soul besonders gut für größere Haushalte und Familien. Ihr bedient den Vollautomaten über einen großen, modernen Touchbildschirm. Die Kaffeestärke könnt ihr in 5 Stufen anpassen. Die Getränkemenge könnt ihr in 4 Stufen einstellen oder über die Mai-Funktion auf Knopfdruck ganz genau eurer Tasse anpassen. Präzise Einstellungen könnt ihr auch in der DeLonghi-App vornehmen. Hier stellt ihr die Kaffeemenge Milliliter genau ein. Die Milchschaummenge wird in Sekunden angegeben. Sämtliche Einstellungen könnt ihr außerdem in bis zu 3 Profilen speichern. Den Mahlgrad passt ihr bequem und elektrisch über das Display an. Die empfohlene Stufe 4 der Bean Adapt Funktion war in unserem Test allerdings zu grob. Die besten Ergebnisse haben wir mit den Mahlgradstufen 2 bis 3 erzielt.
Die Reinigung der Primadonna Soul ist insgesamt einfach. Den Milchbehälter könnt ihr komplett zerlegen und in die Spülmaschine packen. Alle anderen wichtigen Teile lassen sich entnehmen und sind ebenfalls Spülmaschinen geeignet. Die Brühgruppe kann zum Reinigen natürlich auch entnommen werden. Insgesamt ist die Primadonna Soul ein weiterer gelungener Vollautomat von DeLonghi, der euch sehr gute Getränke liefert und einige moderne Features mitbringt. Stiftung Warentest hat der Primadonna Soul in der ersten Ausgabe 2022 die Note 1,9 erteilt. Sie war damit Testsieger von insgesamt 8 Kaffee-Vollautomaten. Überzeugen konnten vor allem der sehr feine Milchschaum und das große Display mit vielen Einstellmöglichkeiten. Wir haben euch den Testbericht von Stiftung Warentest ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Tests angelangt. Wir verlinken euch genau dieses Modell hier in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zum ausführlichen Testbericht, wo ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Auf unserer Website erfahrt ihr auch, wie die Primadonna Soul im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Modell hier oder macht uns einen Vorschlag, welchen Vollautomaten wir noch für euch testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.